Guten Tag, mein Name ist Kai Schlegelmilch. Ich arbeite im Bundesumweltministerium seit über 17 Jahren und freue mich hier für Get Your Wings zur Verfügung zu stellen, um Ihnen aufzuzeigen, was ich so gemacht habe und was mich motiviert. Ganz früh hat mich mein Erdkundelehrer sehr fasziniert, der Weltreisen mit dem Fahrrad gemacht hat, sich stark im Naturschutz engagiert hat und auch politisch stark engagiert war, und das hat mich fasziniert. Hat er eben auch einen sehr guten Unterricht damit gemacht. Und außerdem Ernst Ulrich von Weizsäcker, der ein Umweltforscher, ein Umweltpolitiker war, der mich sehr inspiriert hat, eben meinen Weg zu gehen und Ähnliches zu tun wie er. Ich wusste anfangs nicht, was ich tun sollte, und bin dann den Fußstapfen meines Vaters gefolgt und habe eine Banklehre gemacht. Also Bankkaufmann bin ich geworden. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich wollte dann im Studium weiter daran anknüpfen, habe deswegen Volkswirtschaftslehre studiert und habe dann aber während des Studiums schnell gemerkt, das ist es nicht wirklich, was ich will, sondern ich will eigentlich den Umweltschutz auch voranbringen, und stand dann vor der Frage, was machst du jetzt? Studierst du deswegen jetzt Biologie, um die Pflanzen und die Ökologie besser zu verstehen? Da habe ich gedacht, nee, das ist es vielleicht doch nicht. Ich bleibe bei Volkswirtschaftslehre und versuche lieber die Rahmenbedingungen für ökologisches Wirtschaften zu verändern, damit möglichst viele Menschen, viele Unternehmen sich in diese Richtung bewegen. Denn das habe ich verstanden, die Wirtschaft ist letztendlich das Zentrum der Macht in unserer Gesellschaft. Und wenn man da was verändern kann, dann kann man viel mehr bewegen, als wenn man vielleicht irgendwelche Pflanzen bestimmen kann. Deswegen bin ich bei Volkswirtschaftslehre geblieben und habe dann aber während des Studiums schon begonnen, mit Praktika mich in die konkrete Berufswelt einzuarbeiten. Und das hat mir sehr geholfen, viele Praktika zu machen, was auszuprobieren, zu sehen, wie ist das wirklich, was bedeutet das. Und so habe ich dann genau meinen Weg gefunden und bin jetzt eben nach dem Studium dann 6, 7 Jahre beim Wuppertal-Institut, einem Klimapolitik-Institut gewesen, und danach eben 17 Jahre jetzt im Bundesumweltministerium, wo ich sehr viel im Umweltschutz mich engagieren konnte, aber ganz konkret nah an der Politik auch dran, um wirklich etwas zu verändern. Ich habe beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin ein Praktikum gemacht, wo es genau um Umweltökonomie ging, um die Frage, wie kann man die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Der Staat hat ja die Möglichkeit, über Steuern und Subventionen lenkend einzugreifen in den Markt, und darüber habe ich eben dann konkreter mich habe ich genauer geforscht dazu und da verschiedene Sachen rausgefunden. Und das hat mir geholfen, dann auch später im Beruf den Einstieg zu finden und darüber ganz konkret Projekte zu machen und dann letztendlich in der Bundesregierung auch Sachen umzusetzen. Das war natürlich das Faszinierende, erst was zu studieren, was es noch nicht so gab in Deutschland, im Ausland zu gucken, was gibt es dort, und dann konkret in die Praxis zu gehen und das eben in Deutschland umzusetzen. Das hat viel Spaß gemacht, das in die Umsetzung dann voranzutreiben. Ich habe ja schon erklärt, dass ich in meinem Studium Zweifel bekam, ob es das Richtige ist. Und ich merkte eben, ich muss einiges verändern in meinem Leben, weil mir das so ein bisschen auf den Senkel ging, dass die Politiker am Sonntag schöne Reden über den Umweltschutz gehalten haben und am Montag haben sie den nächsten Autobahnabschnitt eingeweiht. Und das fand ich total unglaubwürdig. Und habe gedacht, nee, das kann es doch nicht sein. Man muss doch irgendwie mit sich im Reinen sein, authentisch sein und glaubwürdig sein. Und deswegen habe ich gedacht, okay, du kannst nur was wirklich verändern, wenn du selber in deinem Leben das lebst, wovon du überzeugt bist. Und deswegen habe ich dann begonnen, mein Auto zu verkaufen, was ich mir mit meiner Schwester geteilt habe. Seitdem fahre ich im Prinzip alles mit dem Zug oder mit dem Fahrrad vor Ort. Ab und zu muss ich mir ein Auto leihen, alle 2, 3 Monate oder so. Und ganz ab und zu fliege ich auch mal, aber nur aus dienstlichen Gründen, weil es nicht anders geht. Und habe so versucht, einfach meine Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Bin auch Vegetarier geworden, oft auch vegan nur essen, um einfach zu zeigen, es geht. Ja? Und die Lehre daraus ist für mich, ja, es ist verdammt viel möglich, wenn man will oder wenn Frau will. Und das ist für mich ganz wichtig zu sehen. Ja, ich habe gelernt, es ist verdammt viel möglich. Man muss es nur wirklich wollen. Und dann kann man auch enorm viel erreichen im Leben. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft, die ich den Kindern, den Jugendlichen gerne mitgebe. Ich habe gemerkt, da muss ich hingehen, ich muss Ökologie und Ökonomie zusammenbringen. Und da ist eben ein Thema Rahmensetzung, Ökosteuern, wie man darüber versucht, die richtigen Anreize den Leuten zu geben. Denn man kann den Leuten sagen, tu dies, mach jenes und lass das und so. Damit erreichen sie
5 bis 10% der Bevölkerung, aber die Masse meistens nicht. Und deswegen ist die Frage, wenn man übers Portemonnaie geht und den Leuten sagt, hier, dafür kriegt ihr Geld oder das wird wesentlich teurer, wenn ihr das und das tut, dann erreicht man viel mehr Menschen. Ja? Und das ist eben der Weg, den ich dann mittlerweile gegangen bin und habe so auch letztendlich meinen Beruf oder mein Hobby, den ich anfangs hatte, zu meinem Beruf gemacht. Und das ist vielleicht ein schöner Idealfall. Man engagiert sich zwar ständig und voll und hat wenig andere Freizeit mehr, aber dafür kann man es mit vollem Herzen tun. Und das ist natürlich was ganz Tolles, wenn man sowas findet in seinem Leben.